Dini. Oh, Varanas. Ja. Tomo tene. Noji che. Janda sensi che. Tene tseme shi te doji che. En tseme shi gante che no. Kama ngandosh. Lama? Ja. Okay. Tene dan trajanona. Ni nga zu chidru tsole ya. Tomaten zangru tashi dele shugu yes. Und Geshe möchte allen Dharma-Freunden, die heute wie geplant an dieser Meditation des tibetischen Zentrums teilnehmen, herzlichst mit Tashidele, Glück und Segen eben sie begrüßen. Tene tomaten nga zu chandru se chi peke tolan dengi. Tene mela ya buchero no. Ti jili ya dochi tini ya seme shi te ma chin dene. En seme shi kamanga da shi gong yins. Wie auch bei den bisherigen Meditationen mit Geshe Pema Samten wollen wir zunächst die Zufluchtnahme, den Eintritt in die buddhistische Lehre rezitieren und inklusive der Zeilen über den Erleuchtungsgeist wird 3-mal rezitiert, das machen wir auf Tibetisch. Und danach kommt dann die Meditation der 4 Unermesslichkeiten, Liebe, Mitgefühl, Mitfreude und Gleichmut. Die wollen wir auf Deutsch rezitieren und danach erstmal 5 Minuten stille Meditation zu diesem Thema durchführen. O Sangye Shedan Sogi Chonam La Chan Chupadu Dani Kya Suchi Dagi Jin Sogi Pe Senaki Drola Penchi Sangye Droba Sho Sangye Shedan Sogi Chonam La Shanjo Badu Dani Kya Suchi Dagi Jin Sogi Pe Senaki Drola Penchi Sangye Droba Sho Sangye Chedan Sogi Chonam La Shancho Badu Dani Kya Suchi Dagi Jin Sogi Pe Senaki Drola Penchi Sangye Dropa Sho. Mögen alle fühlenden Wesen Glück und die Ursachen für Glück besitzen.
Mögen alle fühlenden Wesen frei sein von Leiden und den Ursachen von Leiden. Mögen alle fühlenden Wesen niemals von dem Glück getrennt sein, das frei ist von Leiden. Mögen alle Lebewesen im Gleichmut verweilen, der frei ist von Anhaftung an Nahestehende und Abneigung gegenüber Fernstehenden. Dazu wollen wir 5 Minuten reflektieren.
Ta diri zamime gane, ta zamime gane ya nga zo tambo liro gundu chege ye. Ta liro gundu chege de zo tene sen lele dan, sen tene sen le kanga de zo nato mo trawa ina, de sen le pe kanga chege ye re. Dinji ga ne sen ge nato kowe ta chile ya liro gundu chene. Und so wie jeden Dienstag, wo wir eben Zuflucht nehmen, einen Erleuchtungsgeist hervorbringen, zum Wohl der Wesen die Buddhaschaft erreichen zu wollen und dann die 4 Unermesslichkeiten rezitieren, wollen wir jetzt im Anschluss wieder Atembetrachtung durchführen. Zum Beispiel, dass man 9 Zyklen von Ein- und Ausatmen beobachtet und versucht, mit dem Geist dabei zu bleiben. Der Grund dafür, dass man das macht, bevor man in anderweitige Meditation eintritt, Analysen und so weiter, ist, dass eben der Geist dadurch entspannt wird, dass überflüssige Konzepte oder Grübeleien, die dem Geist Kraft und Freude rauben, reduziert werden, wenn man mit dem Geist beim Atmen bleibt. Eine Sala Semaji, Senji Ranjige Sawa Sunjoere. Die Karisige Sene, also Sende, Tene Ranjilia, Tumashu Mares. Celia Karisine, Tatumas and Noton Yabatusuri. Da Sele Nyamon Bituma, Tangasol Moboy, Nyamon Bituma Teda Ganga, not nona, not with the shoot, not on Yabash. Zontomari Nietos. Dindige Timega and Rangila Shuyamares. Tuma the Trajuma. Could lobe let the ash. But Tindijum here. Tindi is a tipet Karisharis and Azugia. Chulaya, new peg Roji Shuyam, Azuchin Sota Ujena, Sotelea, Chukoran, new peg Rojilia, Shudiyamar, and a Cheda, new pani kakari. Tindi is a nobody kale so much higher. And Chitipe so much higher, nobody may much higher. But today you get pet in the shene. The other also Celia, not only about us, low which tomorrow sonato, low which tomato and goya yawa, boya yawa, round the seni kakache yawa. Today is sonaton. Today is another sons of Lenoto, Tindi Lene, send a noto ni pa chidos. Chido Sanatone, that it's on the Mevadogmari Sonny, Tenepe Kanga show Tedia, and the Kanga Chamutin, the Ronse in Yangairi, but Tindiga and Sanatante, and nobody as Sanji, Tinikakache, and Chiba Marezo. Der Herr Buddha hat einen berühmten Ausspruch gemacht, wo er sagte, Mönche, der Geist ist nicht Geist, der Geist ist klares Licht. Dieser Ausspruch kann auf verschiedene Weise interpretiert werden, es gibt mindestens 3 Interpretationsweisen, die alle auf ihre Weise zutreffen. Eine Interpretationsweise ist, dass der Buddha damit andeuten wollte, dass die Hindernisse im Geist, die sogenannten Befleckungen des Geistes, nicht zum Wesen des Geistes gehören. Sie sind dem Geist nicht inhärent. Mit anderen Worten, man kann diese Hindernisse aus dem Geist beseitigen. Die schlimmsten Hindernisse sind die sogenannten Leidenschaften, verschiedenen Befleckungen, Hass, Gier und Unwissenheit und so weiter, die unseren Geist eben beflecken. Und das sind die schlimmsten Arten von Verschmutzung des Geistes. Und man könnte manchmal denken, die gehören quasi zum Wesen des Geistes, insbesondere auch unsere ständigen Konzeptualisierungen, die wir hervorbringen, Projektion und so weiter. Daran haben wir uns so stark gewöhnt, dass es manchmal erscheint, als wenn sie zum Wesen des Geistes gehören. Aber das ist nicht der Fall. Wenn etwas zum Wesen einer Sache gehört, dann kann man es nicht daraus entfernen, ohne dass man die Sache selber beendet oder zerstört. Beim Geist ist es aber so, wenn man die Hindernisse und Befleckung des Geistes beendet, und das kann man tatsächlich, dann wird man tatsächlich eben das eigentliche Wesen des Geistes erst richtig erkennen, und das hat der Buddha als klares Licht genannt. Ein Beispiel, das man dafür geben kann, ist zum Beispiel die Natur von Wasser.
Das Wasser finden wir gerade heutzutage meistens im verschmutzten Zustand vor. Deshalb könnte man denken, Wasser wäre von Natur aus verschmutzt. Das ist es aber nicht. Wenn man die richtigen Kläranlagen ansetzt und nicht neuen Schmutz dazu gibt, dann wird das Wasser langsam klarer und zeigt sein eigentliches Wesen, das vollkommen klar und rein ist. Genauso ist unser eigener Geist in seinem eigentlichen Wesen nicht befleckt von diesen Hindernissen und Leidenschaften, aber er ist im Moment damit verbunden und diesen Schmutz muss man verringern. Sonst erscheint es uns, wie gesagt, manchmal so, als wenn unser Geist vollkommen identisch wäre mit diesen Befleckungen. Insbesondere, wenn wir viel grübeln und uns viel Sorgen und Gedanken und so weiter machen. Wenn man jetzt diese konzentrative Meditation macht, dann trennt man da langsam den eigenen Geist von überflüssigen Konzeptualisierungen und damit auch von Projektionen und Leidenschaften, und es erscheint mehr die Reinheit des Geistes, wie es seinem eigentlichen Wesen entspricht. What did it? Then that can say it in not to come as you not to really pay salary, and the same person not to take a pay not to read, you call it that paper to pursue. That is. Jesus se o jago tá nga sem mexer de singe sem de pequeno sachidos tá de seguir ro tineza ko no to do sem ni de chi ba chi jong chi tá de ban ro ji ki sono tong ge yama tá sem mu chi ba de si che ge no to che ge tá no to mo tong de le sem ma chi wa yong ge tá sem mu chi wa ti de ne pe sono tong ge tá me kang pe ri ja ma dai tá sono tong yo te ko yo no to shu chi le te pe kang che de ge ro 디 가르치게 되는 배는 손자고 얘는 저도 그 추디 아니 라진데 그 좀말이 이내 추디 아니 대전도 뉴데 딱그 좀만 짜는 만도 쓰고 아니 주포도 지금 파투투도 또치 체트 패체데 코페 잡아쳐요 거지 집어 진조래 그 라진데 좀말에 샤그래 되니야 기초 자마 버치 체는데 그 잡아 추디 잡아 제조 거지 이나요 샤이샤네 칼레 쪼바데마 저디 치데베 쪼마 차용 거지 디너지 이제 뒤기초 자요 베 나도 많이 거 나저 가르신 창자를 되시게라 진일을 메제 봤어 진일을 메제 봤데 강지래샤 나서노도 때 강지래샤 강야분도 이나요 kunzu디 디 진일을 메제 봤데 강 가리신네 따와 타도 인식이에 대딘디가 말해 제롬 붙여도 강가 디 돈이 따와 말했어. 땅거서 대 돈이 따와 이세계로 돈이 더 말했어. 이나 찍고 일은 뭐지와 다당가서 안에 나도 몸이 카도 되는 게 예찍고 일은 마셔와 나도도 예시해 용 거지. 근데 저때 막 가는 찍고 일은 마셔네 강체나 디그래. 레tom보한테 디기도 야보도. 근데 다때 많이 말로 거트 전에 종가들 자네. 아니 잔다서는 마통 와체 정카마노 와체네 너도 자네 젠데 진담다 선노 마토 와체 셀레레서 샤와 니네 샤토바이네 때네 편도 전부 용걸 아 너도래 상에 셈 치와데 너도 라래샤 너도 기초 자트네 셈페 요네 오 때네 베 잔소 찰라 요만노지 너도 데레 선노 동와이네 베 지진이 지용 너도 종야 말에 나도 지 너도 저지 사와지 영화 디지를 지 용걸 아한테 잘 가는 도다 나오지 용거래 칠라나지 잔속 칠라도 그 노지 용거래 근데 이제 대 용마지 와지 봐 셀레레 지샤고레스 Oft ist unser Geist sehr aufgewühlt, oder Geshe trifft auf viele, die sagen, mein Geist ist irgendwie merkwürdig, ich bin so unglücklich, mache mir so viel Sorgen und habe Ängste und negative Gedanken und so weiter. Das gehört wahrscheinlich zu meinem Geist, denken dann einige, aber das ist gar nicht der Fall, sondern dass der Geist in einen solchen unglücklichen Zustand kommt, wo man vielleicht sogar daran denkt, sich das Leben zu nehmen und Ähnliches. Das kommt dadurch, dass er so aufgewühlt ist und viel zu viel Gedanken und Konzepte hat, an die wir uns eben gewöhnen, die dann in ununterbrochener Folge auftreten, sodass wir gar nicht mehr wissen, dass die gar nicht zum eigentlichen Wesen des Geistes gehören, sondern sie erscheinen uns das Wesen des Geistes selber zu sein, und sie kommen ununterbrochen, quasi wie die Wellen auf einem Ozean ununterbrochen kommen. So ist es so, dass unser Geist so aufgewühlt ist, dass eine Welle nach dem anderen kommt und
eben die Wasseroberfläche die Dinge gar nicht mehr richtig spiegeln kann und so weiter. In den Schriften wird auch ein Beispiel dafür gegeben, auch wiederum mit Wasser, dass wenn man einen Teich hat, dann, wenn man den in Ruhe lässt, das Gewässer, dann werden sich alle Schwebstoffe einfach langsam senken und auf den Boden fallen und man sieht dann die Klarheit des Wassers, was ja auch das eigentliche Wesen des Wassers ist. Wenn man aber in dem Wasser ständig herumfuchteln würde mit Stöckern oder gar mit großen Baggern oder was auch immer, wo man die ganze Zeit diesen See aufwühlt, dann wird natürlich die Schwebstoffe immer weiter hochkommen und man sieht überhaupt nichts mehr. Der ganze See ist dann völlig dunkel. So ist unser Geist von all diesen Konzepten, überflüssigen Gegrübel und dem inneren Geplapper sozusagen so aufgeregt, dass man nicht mehr das Wesen seines eigenen Geistes sieht, sondern denkt, das ist nun mein Geist, eben diese ganzen negativen Konzepte, überflüssigen Gedanken und so erscheinen das Wesen des eigenen Geistes zu sein. Das ist aber gar nicht der Fall. Was macht man nun, um dieses Wesen des Geistes wieder mehr zu erkennen? Gibt es verschiedene Methoden. Einige sagen, man sollte einfach nur alles nur beobachten und wieder loslassen, sodass man gar kein festes Objekt hat. Einige glauben sogar, das wäre die Erkenntnis der letztlichen Realität, die sogenannten Leerheit. Das hat der Meister Tsongkhapa entschieden verneint. Er hat gesagt, eine solche Geisteshaltung, wo man einfach nur beobachtet und quasi kein Objekt hat, alles wieder loslässt und quasi nur einfach alles betrachtet und wieder loslässt, das ist nicht die endgültige Realität der Leerheit, aber gleichzeitig ist es vorläufig eine ganz nützliche Meditation. Geshe schätzt diese Meditation durchaus, zumindest für Anfänger hält er es für eine gute Meditation, damit der Geist zur Ruhe kommt, dass man eben nicht so festhält an seinen Gedanken. Es kommen da Konzepte hoch und dann nimmt man die einfach wahr und lässt sie wieder gehen und verbleibt eben ein bloßer Beobachter. Dadurch wird der Geist tatsächlich sehr viel ruhiger. Es ist nicht mehr so, dass man so stark assoziiert von einem Gedanken zum anderen. Und es zeigt sich in gewisser Weise die Klarheit des Geistes. Damit werden die Hindernisse im Geist keineswegs beseitigt. Das ist nicht möglich. Das ist nur durch die Erkenntnis der endgültigen Realität der Leerheit möglich. Aber zeitweilig ist das eine Meditation, die auch Geshe sehr schätzt, obwohl Tsongkhapa ausdrücklich gesagt hat, dass es nicht die endgültige Meditation ist. Aber sie führt dazu, dass der Geist erstmal mehr zur Ruhe kommt, zeitweilig mehr inneren Frieden erlebt. Und eine andere Methode ist, wie gesagt, einfach seinen Atem zu beobachten, zum Beispiel 9 Zyklen von Ein- und Ausatmen, einfach die ganze Zeit mit seiner Aufmerksamkeit dabei zu bleiben. Und wenn einem das mehr oder weniger gelingt, wird man merken, dass der Geist sich plötzlich anders anfühlt, sehr klar, freier von unnötigen Gedanken. Und dann merkt man, dass diese ganze Aufgewühltheit, die man vorher im Geist hatte, nicht zwangsläufig zum Geist gehört, zum Wesen des Geistes. Odere, tineze kadamba to so ti sunguyere, ganta de regime ndawani, ganton ne tawala jubas, tato ne de gambala jubas, tineze regime ndawani sunguyere, tineze ngazo le tomo sentemo menye, ane chipigele ya ombo nambo menye, ta tindige ridi ganton ne tawala jugo, tada lano to so yapo yere. Then minge shine sentambo sen savicha tembicha ni de je then je tawala je tawedole ya then cheganche o tine je da shinjong de wana de hando je yong o tine jine da ji song ye da ombo nombo pe ni ombo nombo sentambo shu o tine ri tele ya ne tatone gamana juni yeres ro tambo pechi sa tambo ne chewachi yede tedo tar chewachi ne tone yede pese o pe damba mewa ndabo ina da kare ina ta chewa de dame thara ri ram ra tinde kare chewa ko che thuni sen kanga meni tinde chade tinde za tinde chewachi ai tinde tinde toni da to ne le mi be shine ga ta ti shine de toni le mi be shine o tinde za gambane
Die großen Meister der frühen tibetischen Tradition, die sogenannten Kadampa-Meister, haben gelehrt, dass es zwei Arten gibt, wie man meditiert. Entweder man kann zunächst konzentrative oder stabilisierende Meditation machen und von da aus zur rechten Ansicht, zur analytischen Meditation über die letztliche Realität übergehen. Oder man kann es umgekehrt machen, dass man zuerst gründliche Analysen macht über die letztliche Realität der Leerheit, Selbstlosigkeit und was es da alles für Ausdrücke gibt. Und wenn man dann diese Klarheit erlangt hat, dann kann man das wiederum mit Konzentration verbinden. Beide Wege sind legitim und begehbar. Geshe denkt aber für Menschen, die keine geistige Stabilität haben, sehr unkonzentriert sind, sehr abgelenkt, wie das heutzutage in der westlichen Zivilisation meistens auch der Fall ist es wahrscheinlich begehbar oder nützlicher, zunächst zu versuchen, den Geist mit Hilfe von konzentrativen Techniken zur Ruhe zu bringen, wie zum Beispiel Atembetrachtung oder Shamatha, Entwicklung geistiger Ruhe und so weiter. Wenn man dann einen stabilen Geist entwickelt hat, dann stellt man dann die Analysen an über die letztliche Realität, die Selbstlosigkeit der Person, der Phänomene, sogenannte Leerheit. Und dann bringt man das zusammen und meditiert abschließend mit großer Konzentration über das, was man aus der Analyse erkannt hat und bringt dann eben eine Konzentration über die letztliche Realität der Leerheit hervor. Beides ist, wie gesagt, möglich. Es gibt Leute, die haben einen sehr klaren Geist und große intellektuelle Fähigkeiten. Für die ist es in Ordnung, wenn sie einen recht stabilen Geist von vornherein haben, dass sie sofort anfangen mit der Analyse der letztlichen Realität und dann nachher das mit Konzentration verbinden. Für Menschen, die aber einen eher instabilen und schwachen Geist haben und sehr abgelenkten Geist, ist es vermutlich besser, wie es auch im Lamrim geschildert wird, im Stufenweg zur Erleuchtung, dass man nacheinander zunächst die 5. Vollkommenheit übt, wie Konzentration, und dann die 6. Vollkommenheit, die Weisheit. Ani tele tembe tene jili ya ani te no chi ngote ra nyale ko ya sanon ra te che ta tindi chewe ne se lele da se tembo chewe ne te nga ju shera de peje ta na ya shera de yabu jogu ya te mai ba se chagi chagi se lele me se la ni ba me te shera peje de yabu jotu ya ma res. Und auch heute wollen wir wieder so vorgehen, dass wir ein bisschen konzentrative Meditation zunächst üben. Wenn wir den Geist dadurch beruhigt haben und eine gewisse Kraft gewonnen hat, dann wird Geshe ein paar Erläuterungen zum Buddha-Dharma geben, über die wir dann auch reflektieren können, Analysen anstellen können. Das wird dann vermutlich auf fruchtbaren Boden fallen. Wenn der Geist dagegen nicht zur Ruhe gekommen ist, keine Konzentration hat, dann werden selbst Studien des Buddha-Dharma oder irgendwelche Analysen nicht dazu führen, dass gute Früchte dabei rauskommen, sondern man wird dadurch noch komplizierter und schwieriger werden, weil der Geist eben ein bisschen durcheinander ist, dass er die Dinge nicht richtig aufnimmt und keine Entspanntheit hat und keine Ruhe hat und keine Kraft hat. Deshalb ist es in jedem Fall gut, erstmal den Geist zur Ruhe zu bringen, bevor man in tiefere Studien eintritt über die letztliche Realität und solche Dinge. Odere tine zanga zo da luru gutu chege luru gutu de karere sena jebika de lin nano chi jeden chi chogere naji kare ane jogan to zo lin nano chi de den songere ta luru gutu de javane chi jeden peshano chanzan hali nano chi jeden se chi jeden de luru gutu de jayongere luru gutu ma java ina chi de den se Deo pesano yongwa tena chi je den se ano chi du den se ano tena lin nomba non jing de ton de je tante o nya ja sha je yin ta de ka zong mo mo bo sha cha de o de de je ta de ne ba sen le o de ne je ne de ne o de pa to chung chu shi sti chu de ma no wa che
대요 슈 쳐와 많이 슈 drama 배 대오 전에 봐 소소를 배 대오 간대전 똥똥 슈 전부 똥된다 시라 되고 말 레트로나 시라 되고 말 소소 대오 전에 딘디 제파 또 소똥 딘디 전에 아니 투미니 세 되게 칸나고 말 센데사나 또 센팅고라 샤바게 대요 우 땅와든 하군을 또 칸에 또야마 카데마 좀 어딘데 전에 나그네 봐 뒤치와야 돼 간진이 간가 때 나그네 우동게 칸에 동거야 말했어. Und diese Erläuterung zur Atembetrachtung in neun Atemzyklen, die im Abhidharma erklärt wird oft auch verbunden mit der korrekten Körperhaltung von Vairochana, mit 7 Merkmalen, wie man das nennt. Eben, dass man in der entsprechenden Körperhaltung sitzt, die ja weitgehend bekannt ist. Insbesondere sollte man aufrecht sitzen und die Hände vielleicht unter dem Nabel zusammenführen, könnte man machen. Insbesondere aber aufrecht sitzen, der Kopf fällt so ein bisschen nach vorne, die Augen sind leicht geöffnet und richten sich vorne auf den Boden, nicht um etwas anzuschauen, sondern um den Geist zur Ruhe zu bringen. Und eben dann beginnt man, wenn man eine solche körperliche Haltung angenommen hat, die einen entspannen sollte und ausrichten sollte, zur Ruhe bringen sollte, dann richtet man seinen Geist eben auf die Atemzüge, wobei man weder zu heftig ausatmet noch zu langsam oder heftig ein- und ausatmet noch zu langsam, sondern ganz entspannt ein- und ausatmen, innerlich dann zählen diese Atemzüge, vielleicht bis 9. Und aber nicht, dass man das äußerlich ausspricht oder so, sondern dass man das innerlich zählt und eben wie gesagt, nicht zu heftig ein- und ausatmen dabei und eben den Geist ganz bei diesen Atemzügen lassen. Und wenn man abgelenkt ist, immer wieder zurückgehen zum Atmen. Und so kann man diese Übung durchführen. Achso, man sollte das durch die Nase ein- und ausatmen. Nicht durch den Mund, der Mund sollte weitgehend geschlossen sein, sondern die Atemzüge erfolgen durch die Nase und man denkt dann eben, wie das ausatmet durch die Nase und einatmet durch die Nase. Und das wollen wir 10 Minuten zusammen üben, ohne weitere Erläuterungen.
Und da die Gode länger so, kannst du den ja mal Jerumuchi da Laro Didi. Den mal do die. Da den mir Pashitu Nagata Tombote. Jimbe Gnanet. Songodo. Otini Zetini Ani Jimba. Drovere con Iginos, Senin the Vachi, Sanchacho, Majin the Chief, Jazinchi, Nimi Droba, Shoji Drobash. Da Shini Lido Noche, Yonso Tonya, Nazon Kebede. Najong Edge in your letter than Dodge, Deji Tonsalo, Sen, or Dindi Danyane, who is Sungudua. Und Geshe möchte aufbauen darauf, dass unser Geist ein wenig zur Ruhe gekommen ist, jetzt weiter erläutern zu einem Text von tibetischen Meister Tsongkhapa, den man Gesang der inneren Erfahrung nennt, manchmal auch zusammengefasste Bedeutung des Lamrim. Letztes Mal oder vorletztes Mal hat er über den Nachteile des oder die 4 edlen Wahrheiten gesprochen, um die Entwicklung von Entsagung. Letztes Mal über die Entwicklung des Erleuchtungsgeistes. Absicht, die Buddhaschaft zum Wohle der Wesen zu erreichen, die einem zu einem Bodhisattva macht. Und heute geht es dann ab heute um die 6 Vollkommenheiten eines Bodhisattvas, die Paramitas. Und die erste davon ist die Freigiebigkeit, und so heißt es im Vers 15. Freigiebigkeit ist das wunscherfüllende Juwel, das die Hoffnung der Wesen erfüllt. Sie ist die vortrefflichste Waffe zum Durchtrennen des Knotens des Geizes. Sie ist die Übung der Bodhisattvas, die eine unerschütterliche Geisteskraft erzeugt. Sie ist die Basis, auf der sich der Ruhm in alle 10 Richtungen verbreitet. Dies erkennend stützen sich die Meister auf den edlen Pfad des vollkommenen Fortgebens des Körpers, der Güter und der Ansammlung des Heilsamen. Ich, der Yogi, habe mich in dieser Weise geübt. Solltest auch du Erlösung wünschen, so ersuche ich dich, ebenso zu handeln. Haben wir übrigens rausgegeben, auch als Buch hier, Gesang der inneren Erfahrung. Kann man, glaube ich, nach wie vor bekommen. Da Jimba se de Shadan Jimbe Ngode, Tommy Sambas, Tonsen Pever. Piglia Jimbe and Lida Lanshe Tomayinaya, Co Zanda Uchavere, de Tommy Tonsen Jugu, Tonsen Penne. What did he say? Jimba Karijan, Jimba Gadan Mashi Chugri, Jimba Jimanda Younger. Then is that to Sukanga Sengapa, Tonsen Penne, and Pa Tongo. Then Jimba Yan Gamba in it, and it Tonsen Penne, Tombo Yongo, Tombo Yone, Mazishira Tonto Yama, Sanati, Nyadigo, dinner my but Tombo Sang Yone, Tonsen Penne, Pa Yongo, the Jugu Jimbe Drogi. Und eben die Freigebigkeit ist im Stufenweg zur Erleuchtung als erste der 6 Vollkommenheiten eines Bodhisattvas so definiert, dass man sagt, es ist die Geisteshaltung, die etwas loslassen kann oder etwas eben fortgeben kann, etwas weitergeben kann. Und das kann sich beziehen auf materielle Gaben oder auf den eigenen Körper sogar. Es gibt viele Arten, wie die Freigebigkeit eingeteilt wird im Lamrim. Worum es geht, ist, dass man eben in der Lage ist, nicht geizig zu sein, sondern etwas wegzugeben. Das fällt uns normalerweise sehr schwer. Unser Geist hält sehr stark an bestimmten Dingen fest, die wir nur für uns haben wollen und die wir nicht fortgeben möchten. Und eben die Freigebigkeit muss man systematisch schulen, sich daran gewöhnen, dass man zunehmend in die Lage kommt, etwas fortzugeben. Dann wird das entsprechend besser werden, und da gibt es viele Arten, wie man Freigebigkeit praktizieren kann. Wir hatten ja auch schon ein anderes Video hier auf YouTube, das sich damit beschäftigt hat. Oder da Jimbe Ngo Kende Sena, dann Drewe Rewa Kome, Yeji Nobtaba, Yeji Navrumbuchiro, Tina Jires, Yeji Navrumbuchitabares, Hesungers, dann Drewe Rewa Kome. Und als erstes wird die Freigebigkeit hier als das wunscherfüllende Juwel bezeichnet, das die Hoffnungen der Wesen erfüllt. Dann Rewa Karriere. Rewa Karriere, dann hat die
color menu to color jirano sambita reva jere and dilo menu to dilo jirano sambija te desa menu so desa jirano nyobijawa that indiga sanzig and that comes kangatini to so sanzig reva shu jero o tindi jina so o tandelia sanzig jimba to wane drovi reva kondo yes drovi reva come nabungine te tereso yes. Und eben, was sind die Hoffnungen der Wesen? Das gibt es natürlich auf vielen Ebenen, aber auf der gröbsten Ebene haben die Wesen zum Beispiel Hoffnung auf Nahrung. Und weil sie eben Hunger leiden oder in Not sind, dann gibt man eben eine entsprechende Nahrung. Oder eben sie brauchen Kleidung oder sie brauchen Obdach. Und indem man das ihnen zur Verfügung stellt, diese Geisteshaltung, die bereit ist, ihnen sowas zur Verfügung zu stellen, das ist eine Art der Freigebigkeit, mit der man auf einer gewissen Ebene die Hoffnung von Wesen erfüllt. Das wäre eine Art der Freigebigkeit, die Freigebigkeit in Bezug auf materielle Güter. Und wenn man dazu bereit ist, dann ist man für die Wesen wie ein wunscherfüllendes Juwel, also ein Juwel, mit dem man quasi jeden Wunsch erfüllen kann, den jemand hat. Tine jiba de rin dramanda pena sayin jiba yere langu jiba de sa chu jiba lungu jiba me jiba te sa ji menu juma ji geta jiba da manda yongre o tine tine jiba le thana sa jiba tine le bika jiba tine thana nyemi rewa shuji o so ye ta nasa da wo jile pe Kanal da wurde jiba jikchak jiba sele jitar the jita then ya ane mayon ta chegoro o tini za ane te minjibi chaji jimbasi ke nga tiri da chana tombo de hako gichia minjibi chaji jimbati dratan shegi tini neba ni ne ta pa nasa de nga shilugure sasa ko pi jiba shibu je tini ze tisan de ne sabatela tini jiba mambo yunga yerwa o tini ke jiba rin dramanda ane kashin le pe ne de chale ne chindo sara san chibi duka 로 치윈지바 어 딘데 뭐 용되게 딘데리야 아니 로 가르치고 로 뭔지 비짜지 좀 bak한데서 동 틀이야 거 지로 반다고 진 대커서 배 가르쳐 다 로반레서 사산다고 텔랭아 타사레서 지바텔 조도고 어 딘디게 아니 바 로바지 드라문다다 뭔지 비짜지 좀 받쳤다고 때 생각 땅세 변는 가때 마음 발에 바틴데 강한 태원가 딘데들이 지기 살파 땅세 빼고래 딘데 땅세데 관심이라고야 뭐 자신은 근데 미니 지반다고 딘데 레로 어 딘데 레비카드 민 지타쇼 예비카드 소소 로반다고 제토야 어 딘데 용게 딘데 이제 텔리아 민지비 짜지 좀 봐스 딘데 이제 텔리아 안에 로바가 레바 딘데 제 이자 아니 지파텔레 타나 니베 레바티 야자 라니가 데 제와이나 텔링네 토네 드레 레바 코미 예지진나 was. Das war also das Geben in Bezug auf materielle Dinge, aber es gibt auch noch andere Arten der Freigebigkeit. Eins nennt man zum Beispiel das Geben von Furchtlosigkeit oder Schutz. Und das bedeutet, viele Menschen haben sehr starke Ängste in ihrem Wesen oder in ihrem Denken. Das kann zusammenhängen mit den Ängsten vor Erde, Wasser, Feuer und Wind. Zum Beispiel jetzt, wenn eine solche Krankheit ausbricht, entwickeln einige übermäßige Ängste und Furcht und so weiter, haben sowieso alle möglichen Befürchtungen, was alles auf sie zukommen mag, vielleicht in Bezug auf die verschiedenen Elemente oder was auch immer. Und wenn man solchen Personen gegenüber eben in der Lage ist, ihre Ängste zu verringern, ihnen Mut zu geben, ihnen bestimmte Ratschläge zu geben, wie sie mit solchen Schwierigkeiten umgehen können, in irgendeiner Weise, sei es therapeutisch, medizinisch oder mit irgendwelchen guten Worten und so weiter, oder ihnen etwas an die Hand gibt, mit dem sie ihre Schwierigkeiten, wenn tatsächlich welche da sind,
lösen können, dann nennt man das eine weitere Freigiebigkeit. Das nennt man das Geben von Schutz und Furchtlosigkeit. Und wenn man das praktiziert, ist man auch ein wunscherfüllendes Juwel für die Wesen, die solche Ängste hervorbringen. Und in der Zeit, denn Tanzania mit in die ja Senia Jipa, da ist Jipa Mobolede, not all attend, and Jipa Mobolede. Und in die Junge, die ja eine da Karisene, Kangadauche. What do not all lady Vicatulia, and Chujibas, yes. The Conasanota Novare, Sanota Novare. They Sanota did it Tongore, Tandidi Chevore, Sene, Walaja, and Bear, and the Chene, Kutini, Sanota Nova Tele Tawachi, Talange ten, what did the Chene, that's also the Niemombar, Niemomba, Pemo, Kangater, and the Sosan Jipa Layunger, Dunga Layunger. O tinde kalya tinde sanatanta te mareda sanatanta dereda sanje ge tin pa lang dine ji tenja ye mano dine ji tenja dine che nga jong khowa no sanatanta dine ji tongge deni chane gares chiba mare dine khowa no le pe dombo pigele gares re nga nya be danzo maripa o maripa den gotsu yong te te ya po ye thoto ge ya ma ten thomat wala tene ani decha chegre decha ga te mandro wala tene ani khonro yongre o decha ga ten nga so ichimi gugero so karasam pati penoji guge tele ma yir khonro le yongre tela tene mi janda la tene yapo jile wa tela chadon le yongre dressing che yongre ta tikanga te mari wala tene yongre tende ga tene senshu tu de ge tende le tene ani pe tende mari da sanota tan tende re da chana le sen dewa le dewa ji goge ne tende ji sanota gang de ji che gu du pa tende la je ja te che ne tele ya chu ji jin bas ta tende nge sen de kanga shu jin de tan dele chi si phenge na so ko rewa te tele ya ani si phenge na san de phendo ye ni ji ko tel jog ro ko rewa te ne je tende ji che to wa ina dovi rewa kon ye ji jin no o ti ja Und neben dem Geben von materiellen Dingen und von Furchtlosigkeit in verschiedenster Hinsicht, eben indem man medizinisch, therapeutisch oder eben mit Ratschlägen und so weiter hilft, gibt es eine dritte Form der Freigiebigkeit, das nennt man das Geben von Dharma oder eben Spiritualität. Das heißt, viele Menschen oder fast jeder hat Ängste in sich, starke Ängste teilweise, die ihm sehr zusetzen. Und wenn man dann eben den Dharma erklärt, spirituelle Ratschläge gibt, dann kann es sein, dass diese Ängste sich bei jemandem lösen. Es ist ganz klar, dass wenn der Geist von Unwissenheit verwirrt ist, dass man zwangsläufig Ängste und Leiden hat. Wenn jemand eben das Greifen nach einem Selbst der Person hat und der Phänomene, was der eigentliche Ursprung aller Leiden des Daseinskreislaufs ist, dann entstehen andere Verwirrungen im Geist, wie zum Beispiel die Leidenschaften von Anhaftung oder Begierde. Und aus der Begierde entsteht dann auch Zorn, weil wenn man Begierde hat, möchte man ja alles Mögliche haben. Und wenn dann da jemand in die Quere kommt, dann wird man ärgerlich auf den und so weiter. So hat man dann Unwissenheit, Gier und Hass beieinander. Und nicht nur das, daraus entsteht dann Geiz und Neid und alle möglichen Verwirrungen des Geistes. Und wenn der Geist ordentlich verwirrt ist, dann hat er zwangsläufig auch Ängste und große Leiden. Das ist zwangsläufig damit verbunden. Und wenn man das jemandem klar macht und sagt, okay, du hast jetzt sehr viele Ängste und Verwirrung im Geist und möchtest davon freikommen, da kann man von freikommen und da gibt es die und die Mittel, damit man die Unwissenheit in sich verringert und dann die Leidenschaften schrittweise verringert, sodass der Geist Frieden findet, Ruhe findet, nicht so viel Ängste hat. Wenn die Leute eben solche Ängste haben, dann kommen sie mit der Hoffnung zu einem, dass diese Ängste verringert werden. Und das kann man in der Tat mit dem Dharma, wenn man es richtig macht, vielleicht erfüllen. Und damit wird man dann ein wunscherfüllendes Juwel für die Wesen, die ihre Hoffnung darauf setzen, dass sie freikommen können von solchen Ängsten. Mit Hilfe des Gebens von Dharma. Senin dambachi ben senchen chos ta tinde ge ene pe ka sanze ge jambal sana tomba inanda
Minji bicha jimbala sono toma inenda, chu jimbala sono toma inenda, tenda pe tangse pe nanga dire chingi, mi te du tele kanga dire chaba nga dire chingi, sami senga da tangse pe ne ganguro, gang nyale chaba ina, tangene tone drebde migeli senenda, ko chele senenda, te karile resene, nga zo sena shu sena gandaba. 다 미카실의 작은 더 봐야 작은 더 봤대 색깔 가면도 가시는 진지도 봐도 가시는 더 다딘 더 봤대 째고 그래 딘지 째발에 봐 째닝이네 다다데 배 진빈 냥래야 당세 변에 강쇼 째네 딘디게 더 봐피 작은 더 봐이나 야 봐 째토닝 세자들 내용 그래서 Und Tsongkhapa sagt hier im Text dazu, sie ist die vortrefflichste Waffe zum Durchtrennen des Knotens des Geizes. Also diese Freigebigkeit, egal ob in Bezug auf Materielles oder auf Schutz oder auf den Dharma, wenn man diese Freigebigkeit praktiziert, dann kann man bei jemandem und bei sich selber natürlich auch den Geiz, die Leidenschaft des Geizes durchtrennen, die wie ein Knoten ist. Der Knoten kann natürlich unterschiedlich sein. Wenn der Knoten aus Eisen ist, dann ist es schon ziemlich schwierig, den zu durchtrennen. Bei manchen ist der Knoten aber nur aus Seilen oder sowas oder aus anderem Material. Auf jeden Fall, wenn man wirklich in der Lage wäre, indem man die Freigebigkeit jemandem vermittelt, dass jemand diesen Knoten durchschlagen kann, des Geizes, dass er so festhält an seinen materiellen Dingen und an seinen immateriellen Dingen und so weiter, dann ist das eben die vortrefflichste Waffe, die man haben kann, um diesen inneren Krankheit des Geizes zu beseitigen. Ore, dindiga senen dumba, da pechadu ta dumba, tambuch damla yere. Te chenye tele ya jimbe nyangle de chodu chawa, tele jemba te chenye yo mare, chetnye yo mare. Te pa chenye, te kat mewa chenye de, ane tsenjangine, te tsenja chodu chawa de jimbe nyangle tere songo. Und tatsächlich gibt es kein anderes Mittel zum Durchtrennen des Geizes, als wenn man Freigebigkeit lernt. Dieser Knoten des Geizes lässt sich mit keinem anderen Mittel auf der Welt auflösen, als dass man jemanden dahin führt, dass sein Geist Freigebigkeit lernt. 빙길이야 산지기 좀바이나 나래 진주 매사산도 지가 싫었다에 매사산도 어다 문집이 짜지 좀 받더니 제투 선말에 사산도 아니 빙길이야 가르세다 취지 좀 받어 나쿠파이 싫어 대체투 선말에 사서 근데 많이 봐 생마신 받지 생마신 백 많이 다 쥐네 근데 제야데 자세 상주심 비치와 차고예레스 Dann heißt es im Text weiter, sie ist die Übung der Bodhisattvas, die eine unerschütterliche Geisteskraft erzeugt. Das heißt, die Freigebigkeit führt auch dazu, dass der Geist sehr kraftvoll und mutig wird. Viele Leute haben so falsche Art von mangelndem Selbstbewusstsein oder Selbstherabsetzung, indem sie sagen, oh, das schaffe ich nicht, jemandem was zu geben, schon gar nicht den Dharma vermitteln oder anderes weitergeben, Nützliches. Dazu bin ich nicht in der Lage, ich bin so schwach und unfähig und so weiter. Das ist eine Geisteskraft eben, die eine Art von Mutlosigkeit darstellt. Die Bodhisattvas dagegen entwickeln starken Mut und eine unerschütterliche Geisteskraft, indem sie die Freigebigkeit üben. konzo nga zo mi do chibaro mi le ni ba cheshun da mala ye tin ji shonshu samba la ni ba cheshun da mala re ina ye shonshu samba ni ba cheshu da chedi chuzu ka de ye na yo ka ge sama ta ta de se je ta je je de nge nya le de che thui je ge yi o tin de ka ta cha ina da ro che thui bi samba te ye ba chibare ka ga le chibare. Auch die Bodhisattvas, die also die Buddhaschaft zum Wohl der Wesen anstreben, haben zwar alle diese Absicht, die Buddhaschaft zum Wohl der Wesen anzustreben, auf ganz natürliche Weise, aber sie sind in ihrer Geisteskraft auch unterschiedlich. Es gibt da durchaus auf dem Weg unterschiedlich starke Veranlagungen. Aber in einem sind sich alle Bodhisattvas gleich, ganz egal wie ihre Veranlagungen sonst so sein mögen, begabt. Es gibt quasi begabtere und weniger begabtere Bodhisattvas, zumindest relativ gesehen. Aber alle trauen sich zu und haben den Mut und die Überzeugung,
dass sie in der Lage sind, zum Wohl der anderen zu wirken. Diese unerschütterliche Geisteskraft ist allen gemeinsam, sonst wären sie keine Bodhisattvas. Und dann zang ja schon Semba, den Zonglamba so der Senshimba, den Temer Tongan, den Geshe Shigi, Mon Cheshu the Junga, that shows some Chongan, Jin, Chelia, Kronzolia, Niba Cheshu Kakari. And it's Songlamba, Janabek, Niba Chigri, to Tongri, Telen Tonglamba, Niba Chigri, Telesa Tombug, and Niba Chig, Telesa Nibi Niba Cheshu, Mawere. Yena, and it's Songan Jin, nga jasin chi chewa la tu samare konsola ni pa pendo ngala tindi ni ma me sa senshin de wat tan re ma ro jasin ji ka che gu na chi ro tindi ge pe tang chen ro tindi ge sen ma ji mi tine nyale de che ge res. Also die Bodhisattvas befinden sich auf unterschiedlichen Ebenen der geistigen Entwicklung. Alle haben sie die unkünstliche Einstellung, die Buddhaschaft zum Wohl der Wesen erreichen zu wollen. Aber man spricht zum Beispiel von 5 Pfaden, also geistigen Stufen, die sie nacheinander durchlaufen. Der sogenannte Pfad der Ansammlung, der Vorbereitung, der Pfad des Sehens, der Pfad der Meditation und der Pfad des Nicht-mehr-Lernens. Auf dem Pfad der Ansammlung, dem ersten Pfad der Bodhisattvas, da gibt es schon manchmal noch gewisse Zweifel und Schwächen. Es soll sogar Bodhisattvas geben, die in Zweifel kommen, ob sie diesen Pfad der Bodhisattvas wirklich gehen können und dann wieder von diesem Pfad abfallen und auf einen Hinayana-Pfad gehen oder gar keinen Pfad mehr praktizieren. Aber schon auf dem sogenannten mittleren Pfad der Ansammlung ist sowas nicht mehr möglich, geschweige denn, wenn man auf dem Pfad der Vorbereitung ist, dann auf dem Pfad des Sehens, wo man eine unmittelbare Erfahrung der letztlichen Realität der Leerheit hat. Dann beginnen die sogenannten Bodhisattva-Bhumis, das sind 10 Stufen, die auch nacheinander durchlaufen werden. Und am Ende dieser Bodhisattva-Bhumis, die man vor allem auf dem Pfad der Meditation durchläuft, erreicht man die Frucht seines Pfades in der Buddhaschaft und wird dann ein Buddha. Aber auf allen diesen Pfaden, auf allen 5 Pfaden, auch wenn die Bodhisattvas da sehr unterschiedliche Geisteskraft haben, gibt es keinen dieser Bodhisattvas, der sich nicht zutraut, zum Wohle der Wesen die Buddhaschaft zu erreichen und für andere zu praktizieren. Was nicht mehr stattfindet, ist, dass er denkt, oh, die großen Bodhisattvas, die sind so großartig, aber das kann ich nie schaffen und so weiter, das werde ich nie hinkriegen. Traut sich das zu, er weiß, dass es möglich ist, so etwas zu praktizieren und das bringt ihn dazu, dann auch die Freigiebigkeit entschlossen auf dem Pfad zu praktizieren und sich schrittweise weiterzuentwickeln, bis er immer kraftvoller wird in seinem Handeln. Odere, also die nicht in der Mare, die Longeji Chewa inanda, Mechi Pilia, eine Pendusi Chewa inanda, Kara Chewa in the Teze, Soso de Jemanda, Jen Kashi Peta Chewa in the Yongre. Tindele, because, oh, not a chet, Moko, Nipa Pendo, not a chet, Sema, Shamne, Tindi Chigir. Tindi Sen Shoma in the Tichi Chetu Yomare, Sen Koron with the Chigir. Send the margin by good. Oh, can't Chaman, not in the chet of a show. Go to chicken in some row, or in the same margin bit in the Justice Shonju Simbiga, Yapeta Sandra would the Choggy, Justice Shonju Samanaji, Jenny, Rokazola Tachi, Momodo. Young on Tachi, those who Java chat on the Chunga tune, oh, my chat, Sensi Ja, also das gibt es allgemein unter Menschen, ob das nun das Studium betrifft oder das Verhalten zum Wohle anderer, gibt es bei den Menschen sehr unterschiedliche Veranlagungen, wie weit sie die Fähigkeit haben, das durchzuführen oder eben nicht durchzuführen. Und viele haben auch so die Vorstellung, oh, ich kann das überhaupt nicht, ich kann nichts lernen und ich kann nicht zum Wohl der anderen tätig sein und so weiter. Das ist eine Form der Selbstentmutigung, die man die Faulheit der Mutlosigkeit nennt. Das ist ein sehr großes Hindernis auf dem Pfad, dass man sich nichts zutraut und so weiter. Das muss man unbedingt überwinden durch Tatkraft, die man dagegen entwickelt, durch Freude am Heilsam. Bei den Bodhisattvas findet das auf jeden Fall nicht mehr statt, obwohl die Bodhisattvas auch sehr unterschiedlich sind in ihren Fähigkeiten, dass es sehr weit entwickelte Bodhisattvas gibt und noch anfängliche Bodhisattvas, aber selbst die anfänglichen Bodhisattvas werden nicht mehr nach oben gucken und sagen, oh, die anderen sind schon so weit, das schaffe ich bestimmt nie, dann lasse ich das vielleicht gleich am besten und so. Das findet nicht mehr statt. Bei Bodhisattvas sind alle entschlossen, den Pfad zu gehen und haben sehr viel Mut,
und Tatkraft in der Hinsicht entwickelt. Odere. Das sind Maschweine, die Chewaine, also Milirobochere. Geneji, Java Yabuji Leonges. Cosen Majivit in the Chejawaine. Sen Shimbatine and Chichetu Yamare. Co Carri Sansaria, Daniel and Nibi Lelos. Roa. Daniel and Nibi Land and Sen Shavar. Oh, you chat to someone, son. Roa, Rani Nichi chair. The Rani la Dujas of years. What thought the Yabu Chegamas. Das ist, wie gesagt, eine Geisteshaltung, die nennt man die Faulheit der Mutlosigkeit und die ist ein großes Hindernis. Man wird immer das erreichen können, was man sich auch zutraut. Wenn man sich von vornherein nichts zutraut, ist auf jeden Fall nichts drin, was man erreichen kann, was realistisch möglich wäre. Das ist ein großes Hindernis, dass man sich selbst entmutigt oder eben zu weit sich selbst herabsetzt und so weiter, obwohl man natürliche Fähigkeiten aller Art hat. Und da geht der Bodhisattva entschlossen gegen vor und entwickelt also eine große Tatkraft und einen großen Mut in dem Wissen, dass er das tatsächlich durchführen kann, was er davor hat. Und dann erreicht er dadurch auch seine Ziele. Ko dropa chavi ched ane leka de chewa ine jiti chijen ndogu yer. Dinde yenza ane tanda da rangla nya dropa da nyamba yobi ched cheya mare. Dinde chewa chetang tela tene nyebi dropa de kasa kala cha dogu yer. Pena tamba sheche to wale kalong dinde yaa mare de kalong shubi katu la dinde ge dropa chumbo. Dema da shubi ne tanda pene lo ta nyitun droyin rotsare. Dinde yenza tadamba de di dropa de dede yer. Tenaji jaga penchu kandendo, tata kasendo. Tenaji pege teni pengine tuni kadamba tusu kandendo. O tusu pe ta lodo loli ya tropa de dede yere. Tindi ngazu tropa ni dewa shivu yede. Tindi degi ma ko. Tropa ni dewa shivu yede. Tropa yonu cha. Yona yo kati lodo yere. Und dann heißt es im Grundtext, also die Freigebigkeit ist die Basis, auf der sich der Ruhm in alle 10 Richtungen verbreitet. Wenn jemand tatsächlich Freigebigkeit entwickelt, dann kann er gar nichts dagegen tun, dass er großen Ruhm und große Bekanntheit und so weiter erreichen wird, überall auf der Welt. Zum Beispiel Buddha Shakyamuni ist jetzt schon seit vor 2500 Jahren in dieser Welt gewesen und immer noch ist sein Ruhm sehr verbreitet. Wie kommt das? Weil er eben Freigebigkeit und die anderen Tugenden geübt hat. Entsprechend gibt es viele große indische Meister, die bis heute in den entsprechenden Kreisen sehr gerühmt werden, einen großen Ruf haben. Und es gibt große tibetische Meister, wie die Kadampa-Meister und so weiter, die sehr berühmt sind nach wie vor. Das kommt dadurch, dass sie überhaupt nicht die Absicht hatten, berühmt zu werden, sondern das kommt durch ihre Praxis, dass sie automatisch berühmt wurden und einen guten Ruf bekamen. Bei uns sieht es da ein bisschen anders aus. Wir möchten immer berühmt werden und machen alles Mögliche dafür und dann erreicht man so ein bisschen und zack, ist es schon wieder weg, weil man es nicht wirklich praktiziert. Man möchte nur berühmt werden oder so etwas, das will heute so ziemlich jeder. Aber eben das kommt nicht, indem man einfach die Absicht hat, berühmt zu werden. Das ist eine ganz falsche Motivation. Sondern wenn man das Richtige tut im Dharma, dann wird man auch einen gewissen Ruf und einen gewissen Ruhm zwangsläufig bekommen, auch wenn man es gar nicht darauf abgesehen hat. Aber dadurch lässt sich der Dharma dann besser verbreiten. Odere, da die gute Ziti dendo, der Shine, eine Karate, Shine, Lazon Kebetero, Odere, da Marimare, der Lidon Lonche Ges, der Ro, Ziti. Lamla Tengire Teta Shine Lidon Lonche Geri, Tatar. Teta Shine Lidon Lonche Ges, Tesongi. Tindige Jimbiga, Nyalega Pen de Shine, Tene Linanda, Lonche Inanda, Ragi Sabi Getza Inanda, or that is surely dear, Mijibi Chajimba Inanda, Roa, and Lidon Lonche, Atomic, and Jambalea. Sansi jamba sigiri, ani getsa tongwa chiji jamba sigiri, digi shuli ya, ani menjibi chaji jamba, o tinti deba, ani ridong lo shege, yang san tongwe, kebe lansan tens, ta kepa jine, lansan bu tinti jina tengo res.
Und dann heißt es weiter in dem Text, dies erkennen, stützen sich die Meister auf den edlen Pfad des vollkommenen Fortgebens des Körpers, der Güter und der Ansammlung des Heilsamen. Also die wirklichen Meister an großen Wesen, die begehen einen Pfad eben des Gebens, der Freigiebigkeit. Das kann sich auf Materielles beziehen, wie die Güter und so weiter und selbst den Körper, indem man ihn für andere einsetzt oder ähnliches. Es kann sich aber auch auf Immaterielles beziehen, bis hin dazu, dass man heilsame Anlagen, die man selber durch die Praxis des Dharma angesammelt hat, dass man die zum Wohl der anderen widmet. Das nennt man das Geben der Ansammlung des Heilsamen. Und all diese Praktiken der Freigebigkeit, das üben die großen Meister und das ist der edle Pfad. Und dann also da der Ganj jenge jimbe ganyale Ganj ruwa dene sani gand kanshi le tene yele jugurene ko toba me ban jutene ta tene chayung ruwa tene je tene sen kanshi te so pena ane tene kanga yin tene sanzi gi jimban do tene so ya toya do ane tonsa de kanga chate de nga nyale te ya bundu so tene ya kanshi te tene che chugure tene tada neba da ani chita rinda mada yam heko no ya tinde ta meba inanda neyo inanda tinde mo yungro tinde je neba tu so ya ani pe khare sene tinde be jita shuwe tinde je tinde minji bi cha ji ba te nyale ga tinde ani konzole ya pe roba khare che go tinde sanata roba che wa ni minji bi cha ji be nyale do gre o tinde ga tinde sanata ani ka je sen ya sen nya ta mo bu ye tinde je sen de wo yin wi che da ta kande ji ten go ro o tinde go ko ta ten ni ane so ta le kan ma da yong ro o tinde le ya o ta no ka re se chi ji jum ba o tinde ne so ge zan da ya bo sa ya na me la ya bo ja o ne ba twa bi me la o tinde pe mi ane pe chi ren bo de te bi me la o te da pe sen chi bu yin me la ta tinde chi rong ge za te pa ngo wa che pa ta ma yin o tu chi chi jum ban do ge tinde je nyale che ta jum be nyale che to ri dam na ye to so ha ko wa che ne so le ya sen le pa bu nga nyale de ya bon do san sa ji tene sen kan shi tene nga zu ka ma o chen da ji gan chi yin. Und jetzt wollen wir abschließend über dieses Thema, das Geshe erläutert hat, eben die Freigebigkeit, ein wenig meditieren, 10 Minuten lang meditieren. Meditation bedeutet, dass man den Geist an etwas gewöhnt, dass man sich vertraut macht mit gewissen Inhalten, wie in diesem Fall der Freigebigkeit, dass der eigene Geist sich daran gewöhnt. Und wir können in der Meditation eben überlegen, welche Form von Freigebigkeit oder möglichst alle wir gerne durchführen wollen und wie wir das am besten anstellen können. Kann man zum Beispiel darüber nachdenken, dass viele Wesen materielle Nöte haben in Bezug auf Nahrung und Unterkunft, Kleidung und so weiter und denken uns, wie wir denen helfen können und wir können uns zumindest geistig vorstellen, wie wir sie unterstützen. Dann gibt es, wie gesagt, die Möglichkeit, dass man andere unterstützt, indem man eben die Furchtlosigkeit gibt oder Schutz gewährt. Das betrifft zum Beispiel auch Kranke oder seelisch oder körperlich Kranke, die die verschiedensten Leiden haben und verschiedenen Krankenhäusern und so weiter sind, sicherlich viele Ängste und Schwierigkeiten haben, dass wir denken, wie schön wäre es, wenn ich sie befreien könnte, entsprechenden Ratschlägen und Mitteln, dass sie eben nicht mehr krank sind oder geistige Nöte erleiden und so weiter. Und dann gibt es noch die Form eben des Gebens von Dharma, dass man sich tatsächlich den Dharma erlernt und daraufhin den Menschen die letztlichen Mittel in die Hand geben kann, um ihren Geist zu befreien von Hindernissen, damit auch Ängsten und Leiden aller Art. Oder auch, dass man eben, wie gesagt, heilsame Anlagen, gute karmische Anlagen zum Wohle der Wesen widmet, dass man denkt, ich habe jetzt Heilsames gemacht, ich habe mich mit Dharma beschäftigt, ein bisschen meditiert und so weiter. Diese guten Anlagen, auch von Freigebigkeit, widme ich wiederum dem, dass die Wesen dadurch eben alle möglichen Wohltaten erlangen und freikommen von Leiden. Das ist dann auch eine Art des Gebens des Dharma. Ja, das wollen wir ein bisschen meditieren. 10 Minuten. Ja.
Dann wollen wir die Widmung sprechen. Und die Tage Gebete Drogen Sesam Jobon Zaten Jandan Ejei Pensen Tato Sovasho Gewali Kebokun Senam Yeshe Tsosashin Senam Yeshe Lechongwe Dambakuni Tabasho Tenzin Gyanso Kutsete Lode Loyi Pemoge Shedro Nimen Awayi Shojo Gebeta Shisho. Vielen Dank. Dank, dann geht's morgen Abend weiter mit Meditation und am Freitag dann.